Guten Abend zur Abendschau. Ein langes Wochenende wie das bevorstehende Osterfest ist gut für Kurzreisen zu Hause, kann dann auf den Heimkehrer aber eine böse Überraschung warten. Während er weg war, waren Einbrecher da. Alle 33 Minuten wird in Berlin in eine Wohnung oder in ein Haus eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben Einbruchsdelikte innerhalb eines Jahres von 1990 bis 1991 um 38% zugenommen. Einbrecher kommen meistens am helllichten Tag. Sie klingeln an der Tür, macht keiner auf, weil keiner da ist ihnen Tür und Tor geöffnet. Keine Dietriche, keine Glasschneider oder Kuhfüße, sondern das da sind die gängigsten Werkzeuge, die heute von Villen- und Wohnungseinbrechern benutzt werden. Simple Schraubenzieher, sie sind wunderbar anonym und überall erhältlich. In der Kripo-Zentrale an der Gothaer Straße liegt zurzeit die Beute von Einbrechern aus. Doch auch damit kommen die Ermittler kaum einen Schritt weiter. Viele Eigentümer lassen ihren Schmuck nicht fotografieren und das erschwert die Fahndung. Im vergangenen Jahr wurde in 16.000 Wohnungen und Villen eingebrochen. Vor allem Einfamilienhäuser haben es den Gangstern angetan, speziell die in Starken, Lichterfelde und Wannsee wie hier. 6 Einbrüche in nur einer Woche in nur einer der vielen verträumten Seitenstraßen. Manche Villen wurden gleich mehrfach heimgesucht, selbst solche mit Alarmanlage. Der Bruch dauert oft nur 10 Minuten. Was bei Ihnen ist eingebrochen worden, tagsüber oder nachts? Am Tage, und zwar in der Zeit zwischen 11:30 und 20 Uhr. Denn da waren wir unterwegs, da war keiner hier. Dann ist es passiert. Und wie viel ist gestohlen worden? Auch sehr viel, also weit über 100.000 Mark. Schecks, Bargeld oder? Schecks sind weggegangen, dann die Sicherungskarten. Denn die haben ja hier sämtliche Schubladen, sämtliche Schränke durchwühlt und alles rausgeholt, was gerade im Hause war. Und zufällig war natürlich auch der Schmuck meiner Frau gerade hier, den wir einen Tag vorher von der Bank geholt hatten, um den mal umzulegen. Massenhaft eingebrochen wird augenblicklich in Langwitz rund um die Leonorenstraße. Und nach Erkenntnissen der Kripo sind es vor allem Banden von Polen, Rumänen und Jugoslawen, die ihren Touristenaufenthalt von 3 Monaten weidlich nutzen. Da haben wir das Phänomen, dass wir also viele Touristen haben, die hier nur zur Begehung strafbarer Handlungen einreisen, sich aber hier auf ein ortsansässiges Unterstützernetz zurückziehen können, wo auch viele Kontakte dann auch hergestellt werden und laufen. Das heißt, die reisen am Vorabend ein, brechen am nächsten Tag ein und reisen wieder aus am selben Tag? Nein, nicht ganz. Sie halten sich durchaus für ein paar Wochen auf, nutzen auch sehr häufig den ihnen zustehenden Freiraum von 3 Monaten aus, um dann wieder auszureisen. Sind aber nicht so ortsgebunden, dass man zum Beispiel sagen kann, dass sie sich nur in Berlin aufhalten, sondern sie reisen wirklich quer durch das Bundesgebiet. Wir haben es also feststellen können anhand vom Mietwagen, wo wir den Kilometerstand festgestellt haben und teilweise eben registrieren mussten, dass die Herren innerhalb einer Anmietungszeit von einer Woche 10.000 Kilometer gefahren sind mit dem Fahrzeug. Wenn nicht alle Fenster vergittert sind, suchen sich die Täter eben eines, das nicht abgesichert ist. Sie brechen vor allem an der Rückseite der Häuser ein, und zwar vorwiegend tagsüber. Und sie werfen auch die Fenster nicht ein, sondern hebeln sie einfach mit dem Schraubenzieher auf. Wie gesagt, im vergangenen Jahr wurde in 16.000 Wohnungen und Villen eingebrochen, doch nur 17% der Fälle konnten aufgeklärt werden. Rat der Polizei: sich absichern, so gut es geht. Die Kripo hilft dabei. Im öffentlichen Dienst wird wahrscheinlich zum ersten Mal wieder seit 18 Jahren gestreikt. Nachdem die Tarifverhandlungen endgültig gescheitert sind, will die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr nach Ostern mit der Urabstimmung über einen Arbeitskampf im Westen beginnen. Die Zustimmung der Gewerkschaftsbasis gilt als sicher. Dann könnte es Ende April in Deutschland wieder so zugehen wie im Februar 1974. Überquellende Mülltonnen, Dreckhalden auf den Straßen, Verkehrschaos, weil Bus-, Bahn- oder U-Bahn-Fahrer streiken und Postberge, die liegen bleiben. Das sind nur einige Schreckensvisionen. Betroffen wären vor allem die Bürger, und das wegen 0,6 Prozentpunkten, die zwischen dem Angebot der Schlichter von 5,4% und dem der Arbeitgeber von 4,8% mehr Lohn und Gehalt lagen. Zur Situation in Berlin, Thomas Blees. Die Ferienlektüre für die 80.000 ÖTV-Mitglieder im Westteil Berlins wird zurzeit ausgeliefert. Mit ihr sollen die Gewerkschafter überzeugt werden, nächste Woche bei der Urabstimmung für Streik zu stimmen. Der ÖTV-Vorsitzende ist sicher, dass die erforderlichen 75% Ja-Stimmen erreicht werden, will aber nichts Genaues zur geplanten Streiktaktik sagen. Wir werden nicht flächendeckend streiken, sondern wir werden in verschiedenen Phasen streiken. Wir werden den Bürgern dieser Stadt rechtzeitig mitteilen, wo
er zu welchem Zeitpunkt die übliche Dienstleistung nicht mehr erwarten kann. Auch bei der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft ist man sicher, dass die 40.000 Westberliner Mitglieder streikbereit sind. Den Arbeitskampf will man in mehreren Etappen führen, wobei sich die Gewerkschaft in den Krankenhäusern zunächst zurückhalten will. Ich denke im Moment nicht an den Gesundheitsdienst. Wir möchten um Gottes Willen hier nicht die Falschen treffen. Wir werden den Gesundheitsdienst wohl erst in der letzten Phase mit einbeziehen. Aber ich denke zum Beispiel auch an den Bereich der Eigenbetriebe, Energieversorgung, sprich GASAG, sprich Berliner Wasserbetriebe. In diesen Bereichen ist sicherlich eine Menge zu bewegen, um hier den öffentlichen Arbeitgebern klarzumachen, dass man sich bewegen muss. Am Wochenende nach Ostern werden die Berliner im Westteil vermutlich vergeblich auf Busse und Bahnen warten. Ein Busfahrer bittet um Verständnis. Trotz Lohnerhöhungen, die im normalen Abstand waren, kriege ich also wesentlich weniger raus wie vor 4 Jahren, weil uns ja praktisch alles gestrichen wird hier. Und ich bin also der Meinung, sparen, ja, richtig, natürlich müssen wir irgendwo alle. Nicht? Aber warum immer wir Kleinen anfangen? Die Großen stecken sich die Taschen voll, indem sie also ihre Diäten erhöhen und so was alles. Und wir sollen immer nur verzichten. Und irgendwo bin ich der Meinung, ist da halt mal Schluss. Vom Innensenator kam heute Nachmittag eine überraschende Meldung. Die Angestellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst erhalten im Mai eine zusätzliche Abschlagzahlung von 500 Mark. Nicht nur im Westteil, auch im Ostteil der Stadt. Damit die Verzögerungen, die durch die Verhandlungen eingetreten sind, nicht zulasten unserer Arbeitnehmer hier in Berlin gehen. Ich habe auch Wert darauf gelegt, dass dieser Abschlagsbetrag für die Ostbediensteten gleichermaßen hoch ist, um auch hier ein Stück wie mit vielen anderen Maßnahmen zu dokumentieren, dass wir uns als Stadt einheitlich verstehen und danach auch politisch handeln. Nun sagen Sie auch immer wieder, dass Sie sparen müssen. Wo nehmen Sie denn plötzlich das ganze Geld her? Nun, es geht hier um Abschlagszahlungen auf die üblichen Tariferhöhungen. Und insofern ist Tarifvorsorge im Haushalt 92 bereits getroffen. Dies ist keine Problemstellung. Die Gewerkschaftsfunktionäre wollen sich durch die Abschlagszahlung nicht beeinflussen lassen, sagen sie. Und sie gehen davon aus, dass die anderen Mitglieder genauso denken. Weitere Nachrichten jetzt im Überblick. Im Studio ist Janet Schiemann. Brandenburgs Regierung hat heute die geplante Trasse für den Intercity-Express Berlin-Hannover genehmigt. Nächster Schritt ist das Planfeststellungsverfahren für die sogenannte Nordtrasse über Rathenow. Nach Einschätzung von Raumordnungsminister Platzek können die ersten ICE-Züge 1997 über die Strecke fahren. Fahrzeit knapp 2 Stunden. Nach Platzeks Worten ist der Bau der Strecke im Interesse des Umweltschutzes dringend geboten. Die Polizei bittet um Mithilfe. Heute Morgen wurde der 28-jährige Tankwart Bernd Buske aus Treptow an der Shell-Tankstelle in der Kaiserin Augusta Allee 9 erschossen aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei handelt es sich um einen Raubmord, da aus den Räumen der Tankstelle eine nicht näher bekannte Menge an Bargeld entwendet wurde. Es ist davon auszugehen, dass sich die Tat gegen 20 Uhr nach Betriebsschluss ereignete. Wie die Täter in die Räume der Tankstelle gelangten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise in allen Polizeidienststellen entgegen. Insbesondere werden Tankstellenkunden gesucht, die gestern gegen 20 Uhr in den Geschäftsräumen waren. Der vor 2 Wochen ermordete Funktionär der rechtsradikalen Partei Deutsche Liga Kaindl wurde heute auf dem Friedhof Steglitz beerdigt. Erschienen waren rund 100 Trauergäste. Die Polizei war mit 170 Beamten präsent. Zwischenfälle gab es nicht. Zu dem Attentat hat die Polizei noch immer keine heiße Spur. Eine Gruppe junger Männer hat gestern am S-Bahnhof Warschauer Straße 3 Ausländer überfallen. Zunächst eine Vietnamesin, die illegal mit Zigaretten handelte. Wenig später einen jungen Afrikaner aus Togo und schließlich einen Sudanesen. Die Opfer wurden getreten und geschlagen. Eins von ihnen wurde außerdem vor einen fahrenden LKW gestoßen. Heute Morgen nahmen die Marzahner Kinder einen neuen Spielplatz in Besitz. An dem größten der insgesamt 320 öffentlichen Spielplätze des Bezirks war 3 Jahre lang gebaut worden. Jetzt ist er der Höhepunkt des Wohngebietsparks Marzahn an der Ludwig-Renn-Straße. Und die Kinder haben in dem 1,9 Millionen Mark teuren Spielplatz bereits ihre eindeutigen Favoriten. Ja, die Riesenrutsche und die Seilbahn ist wirklich spitze. Na sag mal, Cindy, was gefällt dir denn am besten? Rutsche. Brandenburgs Regierungschef Stolpe hat nach eigenen Angaben in seiner Zeit als Kirchenfunktionär der Stasi Informationen über führende Westpolitiker gegeben.
Zur Rechtfertigung sagte Stolpe in einem Zeitungsinterview, dass er erst auf diese Weise DDR-Besuche der Politiker ermöglicht habe. Nach Darstellung verschiedener Medien hat Stolpe der Stasi jahrelang Informationen über seine Treffen und Kontakte mit Westpolitikern geliefert, unter anderem Bundeskanzler Kohl. Entlastet wurde Stolpe heute von den Stasi-Überprüfern des brandenburgischen Parlaments. Nach Durchsicht der Gauk-Akte gäbe es keinen Anlass, ihm den Rücktritt zu empfehlen. Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg hat einen Theologen wegen langjähriger Stasi-Mitarbeit entlassen. Der Mann war beim Diakonischen Werk vor einem Jahr als Referent für berufliche Bildung angestellt worden. Wie es heißt, habe man über seine Stasi-Verstrickung erst Anfang dieses Monats von der Gauk-Behörde erfahren. Auf der Museumsinsel ist von heute an die erste gemeinsame Ausstellung der Nationalgalerien seit ihrer Vereinigung zu Beginn dieses Jahres zu sehen. 105 Werke von 64 Künstlern aus den 40er bis 60er Jahren werden gezeigt. Zum Beispiel Karl Hofers Triptychon Nacht über Deutschland, Otto Nagels Selbstbildnis oder Meine Eltern von der LPG von Willi Sitter. Die Ausstellung Wege deutscher Kunst ist noch bis zum 28. Juni, mittwochs bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Alten Nationalgalerie zu besichtigen. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts heute veröffentlicht. Eine 76-jährige kranke Türkin, die von ihrer Familie in Berlin betreut wird, darf nicht in ihre Heimat abgeschoben werden. Nach Auffassung der Richter handelt es sich bei ihr um einen Härtefall. Die Ausländerbehörde soll jetzt der Frau eine Aufenthaltsgenehmigung erteilen. Rotlichtsünder werden jetzt wieder geblitzt. Wie die Polizei heute mitteilte, ist eine der rund Dutzend Überwachungskameras seit gestern in Betrieb an der Kreuzung Bundesallee-Günzelstraße. Die übrigen Kameras sollen in Kürze soweit sein. Wenn alle Brünnlein fließen. An den 17 Berliner Trinkwasserbrunnen kann man seit heute wieder seinen Durst stillen. Die blauen Wasserspender werden, einer alten Tradition folgend, seit 1985 wieder in der Stadt aufgestellt. Etwa 500 davon gab es vor dem Ersten Weltkrieg. Damals dienten sie der Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung, vor allem für die Haushalte, die nicht an das öffentliche Netz angeschlossen waren. Heutzutage sind sie eher als eine kleine Erfrischung an heißen Tagen gedacht und an zentralen Orten zu finden. Berlin und Brandenburg bekommen ein rockorientiertes Jugendprogramm im Radio rund um die Uhr. Darauf haben sich der Sender Freies Berlin und der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg geeinigt. Die Gemeinschaftsproduktion soll am 1. Oktober auf Sendung gehen. Ein koordiniertes Jugendprogramm beider Sender gibt es schon ab 1. Juli. Das Misstrauen in die Schulmedizin wächst. Die Behandlung mit natürlichen Mitteln ist angesagt. Wasser und Bewegung, gesunde Ernährung und pflanzliche Arzneien ersetzen die Waffen der Chemie. Aber sind Naturverfahren genauso wirksam? Was taugen Ozon- und Sauerstofftherapie? Und wie effektiv ist die Chiropraktik? Dazu zwischen Murks und Mistel. Was leistet die Naturheilkunde? Heute 20:15 Uhr im 3. Programm. Der Ecke Uhlandstraße, Lietzenburger Straße in Charlottenburg musste vor 2 Stunden ein Haus geräumt werden. Bei Abrissarbeiten im benachbarten Parkhaus war eine 30 Tonnen schwere Betonplatte abgeknickt und droht jetzt umzustürzen. Die Feuerwehr ist am Unglücksort im Großeinsatz. Cher ist eine schöne Frau. Sie ist viel schöner als... Ich denke, es gibt überhaupt nichts Vergleichbares. Sie ist auch eine erfolgreiche Sängerin und eine großartige Schauspielerin. Jetzt ist die Schöne in Berlin und hat einige ganz schön geleimt, weil sie einfach unter falschem Namen im Hotel abgestiegen ist. Heute Abend startet die amerikanische Rockdiva ihre Europatournee in Berlin in der Deutschlandhalle. Schano Jobertay, ich kann's verstehen, wollte Cher unbedingt schon vorher sehen. Fast jede Wand zeigt es. Cher hat die knackigste Rückhand aller Zeiten. Und nicht nur Fans wissen, Chirurgen halfen an Po, Busen, Schenkel und Augen. Auch soll die 46-Jährige eine Rippe geopfert haben für die Wespentaille. Die Halbindianerin gewann sogar für Mondsüchtig einen Oscar. Dankbare, fast schon süchtige Fans. Schon ist zwar nicht mehr viel echt, aber sie gefällt mir trotzdem gut. Hat eine super Stimme und macht auch eine super Show, sieht stark aus. Ich finde die einfach super. Ist sie ja nicht ein bisschen zu alt? Ach so, nee, so weit bin ich noch nicht. Habe ich noch nicht gedacht, nee. Chers Verkaufskonzept ist ihr Körper. Sex hilft bei den älteren Fans. Wahrscheinlich haben deswegen manche Schwierigkeiten, sie zu erkennen. Cher, bist du's? Du siehst so anders aus. Nein, aber Cher sieht jetzt wirklich ganz anders aus. Ganz neues Image. Entschuldigen Sie, sind Sie Cher, die Rocksängerin? Ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Ist doch toll, ey. Sagen Sie, wie haben Sie es geschafft, so zu singen? Sagen Sie mir das. Und 1 Million Fernsehzuschauer.
Scheer, dass ich Sie treffen durfte. Scheer. Sagen Sie, wie haben Sie es geschafft, immer so anders auszusehen, Frau Scheer? Die Band kommt, muss Autogramme geben. Und wenn schon nicht Scheer, dann doch wenigstens die Band. Hörprobe. Does she love me? I wanna know. That's enough. Thank you. Yeah. Well, here we are again. Scheer sagte, man uns kann nicht, weil sie beim Friseur ist. Und so fuhren wir hin und ertappten Udo mit einer Schwarzhaarigen. Doch kein neues Image. Oh, wieder nix. Herr Walz, wie haben das geschafft, Scheer zu kriegen? Ich habe es in Amerika mal frisiert und bis jetzt heute hier noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht setzt sie eine Perücke auf oder macht es selber oder lässt es machen. Ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Waren das die Hände, die an Scheers Schädel Das waren? waren sie, ja. In einer knappen Stunde wird sie die Bühne der Deutschlandhalle besteigen. Und unter uns, bei dem Anblick ist die Frisur eigentlich egal. Frau Backe, und da wird sie ja dann wohl auch wirklich selbst erscheinen. So, zum nächsten Thema. Es ist blitzeblau, macht Suchende blitzschnell schlau. Gewusst wo, das neue Branchenadressbuch. Die zweite Gesamtberliner Ausgabe ist so schwer wie ein kleines Neugeborenes, 5 Pfund und kostet nicht die Welt, 32 Mark. Zum Vorlesen ist es nicht geeignet, aber als Nachschlagwerk. Gewusst wo. Firmensuche in Berlin leicht gemacht mit dem traditionellen Branchenadressbuch. Die Verlagsgruppe Schmidt-Röhmhild stellte heute die 92er-Ausgabe vor. Das Branchenadressbuch zum zweiten Mal für Gesamt-Berlin. Auf 2100 Seiten werden über 85.000 Gewerbetreibende aus Ost und West präsentiert. 10.000 mehr als im Vorjahr. Alle Unternehmen sind systematisch geordnet, alphabetisch nach dem Namen und der jeweiligen Branche. Beim Telefonnummernregister wurde wegen der noch immer unterschiedlichen Vorwahlen die Trennung in Ost und West beibehalten. Auch beim Straßenverzeichnis noch die Teilung in beide Stadthälften. Das Zusammentragen der vielen Adressen machte Mühe. Wir müssen alle Adressen, die wir bekommen, immer noch recherchieren. Sehr umfangreich durch persönliche Befragung, durch telefonische Befragung oder auch schriftlich. Das Branchenadressbuch gibt es schon seit 1801. Gezeigt wurden heute nur die Bücher von 1934 mit den schon durch die Nationalsozialisten hergestellten Veränderungen. Seit 1991 ist es wieder ein Buch für die gesamte Stadt. Unternehmer können sich hier kostenlos eintragen lassen und erhalten ein Exemplar umsonst. Privatpersonen dürfen gewusst wo erst für den Preis von 32 Mark mit nach Hause nehmen. Auch seit heute auf dem Markt das neue Behördenverzeichnis für Gesamt-Berlin. Es ist unterteilt in 26 Gruppen, unter anderem nach Bundes- und Landesbehörden, Bezirksämtern, Polizei, Parteien und Vereinen. Es ist ebenfalls im Handel erhältlich und kostet 14,80 Mark. Das weltberühmte Berliner Philharmonische Orchester kann bald wieder dort spielen, wo es hingehört, in der Philharmonie. Um die hat es viel Disharmonie gegeben, als klar war, dass der Bau von Hans Scharoun gründlich überholt werden müsse, vor allem die Deckenkonstruktion. Viele fürchteten damals, dass dabei die Akustik auf der Strecke bleiben könne. Ein Jahr haben die Bauhandwerker in der Philharmonie dirigiert. Sonntag nach Ostern steht Claudio Abbado am Pult zum ersten Konzert im wiedereröffneten Haus. Und so sah sie heute aus, die neue Decke der Philharmonie. Zur Erinnerung, Ende Juni 1988 fielen 2 Quadratmeter Putz von der Decke. Um Musiker und Zuschauer zu schützen, wurde zunächst ein Stahlnetz eingezogen. Um die Grundsanierung des Konzertsaals und die Erhaltung der weltweit geschätzten Akustik kam es zu hitzigen Auseinandersetzungen. Jetzt wurden umfangreiche Asbestsanierungen abgeschlossen, Stühle und Teppichböden sind neu. Schwierigkeit dabei, Stoffe und Polster mussten neu angefertigt werden, aber dieselben akustischen Eigenschaften haben wie vorher. Wo vor den Renovierungen dünne Stahldrähte die 5-eckige Saaldecke hielten, hängt jetzt unter der Betonaußendecke eine zweite Betondecke an zentimeterdicken Streben. Darunter die schallverteilenden Rabitzdecken. 1963 erbaute der Architekt Scharoun die Philharmonie für rund 16 Millionen Mark. Die Renovierung kostete mit 45 Millionen rund das Dreifache. Wir befinden uns damit in dem Rahmen, den uns das Abgeordnetenhaus zur Verfügung gestellt hat. Und ich glaube, dass sich dieser Einsatz auch gelohnt hat, auch in finanzieller Hinsicht. Denn die Philharmonie ist auch in technischer Hinsicht verbessert worden, ohne dass man das übrigens im Saal sieht. Ob man das auch im ausverkauften Konzertsaal hören kann, weiß noch niemand. Der Akustiker, der die Bauarbeiten beaufsichtigte, verspricht: Vor Renovierung des Saals haben wir Messungen durchgeführt und auch nach Fertigstellung jetzt in den letzten 2 Tagen. Und wir können feststellen, dass die Ergebnisse vorher und nachher identisch sind. Das heißt, wir können jetzt die Gewähr geben, dass die Akustik sich nicht verändert hat.
Das Publikum kann sich am 26. April beim ersten öffentlichen Konzert mit den Gurre-Liedern von Arnold Schönberg, dirigiert von Claudio Abbado, eine eigene Meinung bilden. Dann müsste es etwa so klingen. Das Hebbel-Theater hat Mut zum Experiment. Robert Wilson, Enfant terrible und Ausnahmeerscheinung unter den Theaterregisseuren, hat für seine Inszenierung von Gertrude Steins Dr. Faustus wieder mal mit unbeschriebenen Blättern zusammengearbeitet, mit jungen Theaterleuten aus dem Osten, Schauspieler und Regieanwärter der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Studenten der Filmhochschule Babelsberg sowie Kostüm- und Bühnenbildner der Kunsthochschule Weißensee. Die Premiere von Dr. Faustus geht in wenigen Minuten über die Bühne. Ralf Lange über Robert Wilson und seine Truppe. Dr. Faustus, are you there? Faust auf Englisch als neue Robert Wilson Show. Der Doktor hat das elektrische Licht erfunden im Pakt mit dem Teufel, Mephisto und die Glühbirne. Lights are alright. Dr. Faustus, do not you know what it is that is happening? Die Schauspieler alle um die 20 Jahre alt. Sie haben im Schnellkurs Englisch gelernt. Fast alle kommen von der renommierten Ernst Busch Hochschule aus dem Osten. Und geprobt wurde vor Monaten im Kulturhaus der sowjetischen Offiziere in Karlshorst. Alle Studenten, die mit dem amerikanischen Starregisseur, der sonst nur mit dem Schaubühnenensemble arbeitet, auf Europatournee gehen werden. Mit Dr. Faustus Light the Light. Viele können nicht so gut Englisch von uns, aber es ist ja auch nicht so schwer, also man versteht schon teilweise. Und da er ja auch Englisch redet, ist das alles nicht so. Also wir haben 2 Workshops gemacht, die jeweils so eine halbe Woche waren, so 2, 3 Tage oder eine Woche lang nur abends und dann jetzt 5 Wochen intensiv geprobt. Für mich war es total interessant, diese Art von Arbeit. Thank you. He is the only one who can turn night into day. Das Englisch für deutsche Ohren sehr verständlich. Wichtig ist hier noch das sehr formale, ja perfekte Gesamtbühnenspektakel. But I think what part of the charm of the piece is to hear these strange German accents speaking this. Ich glaube aber, den besonderen Charme dieser Produktion macht der fremde deutsche Akzent aus bei diesem englischen Text. Something very beautiful to me. That's a kind of music that I can't make. Für mich etwas sehr Schönes, eine Art Musik, die ich nicht machen kann. Vergleichbar mit der Sprache der Schwarzen in New York. And Four Saints really couldn't speak. Pretty, pretty dear. Faust mal als sehr schmerzloses Entertainment, leicht verdaulich. Pretty, pretty, pretty dear. So, und ich will Ihnen noch Appetit auf Berlin machen. Die Stadt illustrierte morgen um 18:30 Uhr auf N3 mit der Frage, sind die Außerirdischen unter uns? Anlass ist der Beginn des Ufologenkongresses in Berlin, was es nicht alles gibt in dieser Stadt. Bis morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.